Na, habt ihr auch euer Feldgeschirr dabei? Es gibt heute lecker Suppe. Willkommen in der Nordenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, heute stelle ich euch meine Kürbissuppe. Nein, Spaß. Heute stelle ich euch eine Feldküche vor. Und nicht diese, aber ich habe euch beim Review zu dieser kleinen Mock-Feldküche erwähnt, dass ich euch bald von Kobi eine Feldküche vorstellen möchte. Schaut euch mal dieses Video an, findet ihr oben auf dem i zu meiner Custom-Feldküche. Kobi hat nämlich eine Feldküche mit Kombination eines Sonder-Kfz herausgebracht und das Set stelle ich euch heute vor. Die 2272, das Sonder-Kfz 10 und die Feldküche 14. Freunde, ich bin mal gespannt, wie sie aussieht im Vergleich zu dieser selbstgebauten bzw. mockgebauten und natürlich richtig gespannt bin ich auf das Sonder-Kfz 10. Freunde, ich suppel jetzt hier die Suppe weg und dann sehen wir uns gleich hier auf den Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir unsere Executive Edition des Sonder-Kfz 10s, die 2272 hier auf den Bautisch. Executive Edition heißt, on top haben wir die Feldküche und das laser geprintete Typenschild sowie diesen Feldkoch, zu dem ich gleich nochmal komme. Das Sonder-Kfz 10 gibt es auch einzeln, nur mit Fahrer. Das hat dann die Setnummer 2273. Also stellt euch vor, das hier ist die 2273, das hier ist halt die 2272 in der Executive Edition. Toller Karton, 367 Steinchen, wie gesagt 2 Minifiguren, kommt im Maßstab 1:35, wie in letzter Zeit ja so alles in diesem Bereich. Und auf den ersten Blick sehen wir schon wieder tolle Prints, ein bisschen lustige Geschichten. Hier nämlich der Fisch, der geputzt wird mit dem Messerchen vom Feldkoch. Und der, finde ich, sieht genauso aus wie Herr Urlag von Urlag Entertainments. Deswegen werde ich ihn auch verlinken. Ich bin großer Fan von ihm und auch noch den Kollegen von PLV Review. Die machen tolle Geschichten, gerade um das Thema Geschichte. Und da gehöre ich ja irgendwie auch dazu, beziehungsweise bin ich Fan davon. Ich meine, gehört dazu, weil ich euch ja immer hier, während ich das baue, auch Fakten erzähle. Ich kann euch nur sagen, dieses Teil hier jetzt schon mal ist wirklich ein tolles, wir haben eine schmutzige Windschutzscheibe, die könnt ihr gut benutzen, wenn ihr auch verschiedene Sonder-Kfz mocken wollt. Ja, also wir haben das schöne weiße Dreieck, wir haben wieder Afrika als Thema, schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir nämlich Fakten zur kleinen Feldküche HF14 und wir haben hier Fakten zum Sonder-Kfz 10. Die Fakten bekommt ihr natürlich wie immer beim Speedbild. Wir haben hier die Figur, nämlich den deutschen Afrika-Korps-Söldner, Soldaten, nicht Soldier, ne? Söldner nicht, das waren sie ja nicht, ist ja keiner von der Wagner-Gruppe. Und wir haben hier halt unseren Feldkoch, der, wie ich finde, aussieht wie Herr Urlag. Ja, wir sehen, das Fahrzeug wird 14 cm lang, mit Feldküche dann nochmal 8 on top, sind wir also bei 22 cm. Höhe 7,5 cm, das ist jetzt ungefähr die Höhe wie die 7,5 cm Kanone auf dem Panzer IV, aber ist ja egal. Play-Features, wir können natürlich an der Feldküche den Deckel aufmachen und wir können am Sonder-Kfz die Räder drehen. Jetzt drehe ich kurz den Karton, denn hier rechts sehen wir immer, wo es gestempelt ist, also wann das Set hergestellt wurde. Es gibt jetzt einen kleinen Zaubertrick und dann könnt ihr sehen, was sich in diesem Karton verbirgt. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Karton gezaubert und bevor es losgeht, schauen wir nämlich, wie besprochen gerade, wann das Set hergestellt wurde. Am 28.06.2022 um 12:02 Uhr, also da wurde kein Mittag gemacht, in der Kobi-Fabrik. Ja, wir haben hier die Anleitung, die ist so groß wie meine Hand, DIN A5 würde ich sagen. Klammer gebunden, schauen wir uns gleich an. Wir haben hier 16 Kobi-Tüten, also wissen wir jetzt schon mal, dass in der Bauanleitung keine Bautütensortierung ist. Wir haben also quasi eine große, verteilt mit vielen kleinen, so stellen wir uns das vor. 16 Tüten voller wunderbarer Kobi-Steine. Das kann ich euch sagen, für die, die noch nie Kobi gebaut haben, die das zum ersten Mal hier sehen. Kobi-Steine sind mit die besten und wir sehen es hier schon, viele kleine Prints sogar, da hier quasi auf diesen Brief, würde ich sagen, andere Feldpostnummer. Also finde ich richtig cool, dass wir hier alles bedruckt haben. Ich schiebe das mal kurz zur Seite, dann schauen wir uns die Anleitung an. Dann können wir uns nämlich auf die mal konzentrieren. Klammer gebunden, ich habe es euch gesagt. Ab 7 Jahren Altersempfehlung. Traurige Zwiebel, ein böser Löwe. Ja, sind die grünen hier? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, der grüne Punkt, ihr wisst, was ich meine. Hier Captain Planet, beziehungsweise ein Mann, der
Blitze schießt und so weiter und so fort. Und Pad Printed heißt also, was ich euch gerade gesagt habe, alles hier bedruckt, sowie die Anleitung auch in Europa gedruckt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe euch gesagt, wir haben 16 Tüten, deswegen geht es hier gleich los. Wir fangen an mit dem Bauschritt 1. Was wir bauen ist farbig, was wir gebaut haben ist farbentsättigt, also so grau. Hier oben haben wir eine Anleghilfe, dass wir sehen, wir haben eine 1x3er Fliese und so geht es dann weiter, dass Pfeile uns den Weg weisen. Wir oben sehen, welche Steine wir brauchen. Und nach 67 Bauschritten haben wir unser Fahrzeug mit Feldküche fertig. Da sehen wir es, das Anhängen ist quasi der letzte Bauschritt. Wir haben nicht bei Kubi keine Seitennummerierung, sondern nur diese Bausteps. Dann kommen die letzten Seiten immer mit Teileübersicht und Werbung. Und bei der Werbung sehe ich immer, was mir noch fehlt. Den habe ich sogar noch für euch, den muss ich noch bauen. Habe ich euch schon vorgestellt und den Rest, ach ja, Freunde, auch das. Ach, freut euch, wie ich, wenn ich das gucke, denn diese Sets teilweise werde ich euch auch noch vorstellen. Ja, und hier dann für Kubis Tabletop Game dann noch so eine Karte. Früher, wenn ihr euch mal eines meiner ersten Videos anguckt, da lagen die extra dabei. Heute sollte man die sich aus der Anleitung rausschneiden. Sage ich immer wieder, Kubi mache ich nicht gerne. Ich zerschneide nicht gerne Anleitung. Ich habe jetzt angefangen, die Kartons aus Platzgründen hier aufzutrennen und zu falzen. Dann gehen sie in die Ecke, aber Anleitungen zerschneide ich nicht. Anleitungen gibt es zwar auch bei Kubi Digital, aber auch nicht immer alle. Gerade bei so Executive Editions gibt es die oft erst etwas später. Bei den Limited ist es genauso. Deswegen brauche ich die Anleitungen immer. Schreibt mir aber mal hierzu eure Meinung unten in die Kommentare. Wie macht ihr das? Sammelt ihr die Anleitung? Schmeißt ihr sie weg? Schmeißt ihr die Kartons auch weg? Würde mich echt mal interessieren, weil das ist eine brennende Frage, die ich euch eigentlich immer wieder stellen könnte, weil ich auch immer nicht ganz sicher bin, ob ich es so richtig mache. Was ich aber richtig mache, ist das jetzt hier bauen, also ich hoffe es zumindest. Fakten werde ich euch erzählen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und ich denke, ihr wünscht euch mir Spaß, wenn ich das jetzt hier baue. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das Sonder-Kfz 10. Das Sonderkraftfahrzeug 10, auch leichter Zugwagen mit einer Tonne Anhängerlast, LEZGKW 1T, war ein leichtes deutsches Halbkettenfahrzeug, das gegen Ende der Weimarer Republik von der Reichswehr als Zugmittel für leichte Artilleriegeschütze geplant und während des Zweiten Weltkrieges von der Wehrmacht verbreitet an allen Fronten eingesetzt wurde. Der leichte Zugkraftwagen mit einer Zuglast von einer Tonne wurde von Demag entwickelt. Die erste ab 1937 in Serie produzierte Variante war der D6, der noch mit dem Motor Maybach NL38 ausgestattet war. Auch die Formgebung von Laufrollen und Kettengliedern unterschied sich von dem späteren D7, den ich hier auch gerade baue. Diese Version wurde ab 1939 hergestellt und war mit dem Aggregat HL42 auch von Maybach ausgerüstet. Neben dem eigentlichen Zugkraftwagen wurden noch Selbstfahrladzetten für 2 cm Flak hergestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge Sonder-Kfz 10-4 und 10-5 nicht, wie oft falsch behauptet, durch die jeweilige Verwendung von Flak 30 oder Flak 38 gekennzeichnet wurden, sondern vielmehr durch die Plattform der Flak. Bei den Sonder-Kfz 10-4 ist diese so breit wie das restliche Fahrzeug. Beim Sonder-Kfz 10-5 ist sie wesentlich breiter und ragt über das Kettenlaufwerk hinaus. Bei beiden Typen wurde die 2 cm Flak 30 oder 38 verwendet. Weiterhin wurde aus dem ZGKW 1 Tonne der leichte Schützenpanzer entwickelt. Bis 1939 war Demag der einzige Hersteller. Danach kamen andere Unternehmen als Lizenznehmer hinzu. Diese waren die Büssing NAG, das Werk Berlin Oberschönweide, die österreichischen Saurerwerke in Wien, Mühlenbau und Industrie AG, die MIAG in Braunschweig, die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover, MNH in Hannover-Wüffel, und die Adlerwerke in Frankfurt am Main. Aber ebenso auch noch die MWC, die Mechanischen Werke Cottbus GmbH, ein Tochterunternehmen der Phänomenwerke in Zittau. Eine Besonderheit des Sonder-Kfz 10 ist der geringe Rollwiderstand, der nur 5% höher als der eines vierrädrigen Fahrzeuges ausfiel. Daher ist die Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h ein für Kettenfahrzeuge hoher Wert.
Insgesamt wurden von 1937 bis 1944 ca. 17.500 Exemplare der Versionen D6 und D7 hergestellt. Einige dieser Fahrzeuge wurden auch von verbündeten Streitkräften wie der rumänischen Armee in der Ostfront eingesetzt und sogar Volvo hat eine Lizenz erworben und einige Fahrzeuge für die schwedische Armee hergestellt. Nach 58 Minuten steht unser kleiner Snack, haha, was ein Wortwitz, die Feldküche FH14 und unser Sonder-Kfz 10 hier fertig auf meinem Bautisch und ihr seht, wie groß meine Hand ist und wie groß das Set ist. Es war wirklich ein kleiner Snack für zwischendurch, keine Stunde, ich habe es euch gerade gesagt, 367 Steinchen. Spaß gemacht hat der Bau auf jeden Fall. Fangen wir mal an mit den Kleinigkeiten, nämlich die Teile, die über sind. Wir haben hier 3 Stück und ein paar Kettenglieder, wobei die Kettenglieder man vielleicht auch noch verbauen könnte, denn ich finde, dass das Kettenlaufwerk etwas straff ist, kommen wir gleich dazu. Wir haben Fische über, also ein Eimer mit Fischen hier, da 2 schöne Molds, ich hole mal raus, Kobi-Fische abgenagt und einmal noch, ja, voll im Saft möchte ich mal behaupten, wobei ich das lustig finde, es ist ja eigentlich Afrika-Chor, aber gut, auch da gibt es irgendwo Fische im Nil. Wir haben einen bekannten Kanister hier mit einem weißen Kreuz, seit neuestem Jahr auch irgendwie die Farben der Ukraine. Dann haben wir hier so ein Eimerchen mit Henkel, schön gelöst, mit diesem komischen Teil, wo man mal eigentlich ja Schilder drauf macht beim Kobi oder so. Beziehungsweise viele verschiedene, aber finde ich ganz lustig, diesen geschlossenen Eimer quasi. Und wir haben Messer, und das vor allem aus Gummi, hier boing, 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 also Cosplay-mäßig fertig. Und eine Flasche, die kennen wir schon, hier unten aber offen, dass wir wahrscheinlich sie aufnoppen können. Dazu haben wir dann 2 Sandsäcke und da ist es ganz lustig, dass wir halt quasi einen oberen haben mit unten und einen unteren mit 3 Noppen zum Aufnoppen. Wer schon mal sich so Militaria-Sets aus China bestellt hat, der kennt diese Art der Sandsäcke. Haben wir auch bei Kobi ja schon bei anderen Sets gehabt. Dann haben wir das Laserschild, unser Sonder-Kfz 10 D-Mark D7 und die kleine Feldküche, Klammer auf, HF.14, Klammer zu. Finde ich ganz cool, gelasert, kommt schön daher, hat hier eine kleine Macke, seht ihr. Naja, aber das ist egal. Geht ja ins Regal bei mir meistens so. Dann haben wir 2 Minifiguren. Hier unseren DRK-Soldaten. Schön hier, ihr seht es mal, ich wollte mal ein bisschen zeigen im Spiegel. Schön hat der ihr Bauchmuskeln richtig flex. Kommt cool daher mit der Sonnenbrille. Schöner Druck. Auch hinten nichts, aber dafür halt dieses neue Schuhsystem quasi. Wir haben ja so extra Schüchen und der guckt relativ cool daher. Schön bedrucktes Gesicht. Bisschen dunkel hier. Viel Schatten, meine Lichter. Und dann kommen wir hier zu dem Herrn, der eigentlich ein bisschen nackig ist. Seht ihr das? Er ist hinten nackig, hat auch diese Stiefelschuhe von Kobi jetzt, die wir drauf noppen können, hat hier die Schürze um und oben diese Brille und das Schiffchen. Der Feldkoch, der kommt ein bisschen daher wie der Herr Uludag von Uludag Entertainment. Ich hab's euch ja, Uludag, was erzähle ich denn da? Naja, ich habe es euch ja eingeblendet. Uludag ist ein Getränk aus der Türkei. Ach Freunde, vergisst es, vergisst es. Naja, trotzdem ein schöner Print hier, die verschmutzte Feldschürze, Umhängschürze, also eine lustige Figur, ja, so wie man sich so einen Batteriekoch oder wie auch immer vorstellt. Kommen wir jetzt aber zu den ja, wie sagt man, Darstellern, nämlich einmal zu unserer kleinen Feldküche. Und die ist richtig gut gelungen, die gefällt mir. Wir haben hier zwar labberig angedeutet, aber das soll die Kelle sein, das Teil, was sonst bei Kobi hier auf die Gangschaltung ist. Wir haben hier einen Becher, so als ja, Eimerchen, Wasser. Wir haben hier Prints für die Klappen, habe ich vorhin gemeint, dass es Briefe wären, aber es sind einfach die typischen Verstrebungen, um halt Klappen aufzumachen, bzw. anzudeuten. Hier haben wir quasi so einen, ich weiß gar nicht, ob das ein Abstütze ist oder ein ja, Ceranfeld zum Ausfahren wird es ja wohl kaum sein. Ihr wisst ja, was ich meine. Hier haben wir Bremsleuchte und wir haben oder Rücklicht und wir haben hier dann das Suppenfass, das Suppenfeld, da wo wir unsere Lanze raus verpflegen können. Richtig cool. Und wir haben hier den Schornstein und ein paar Kisten noch. Das Ding sieht genauso aus wie mein kleiner Mock, nur halt hier jetzt in Tan. Finde ich richtig cool. Schön gelungen, diese Feldküche FH14. Und hier unten haben wir natürlich auch nochmal so ein Stand, dass wir es absetzen können. So, und dann kommen wir zum
letzten, aber nicht das letzte, sondern der letzte, nämlich der Hauptdarsteller, der letzte, unser Sonderkfz 10. Ihr seht, was ich meine. Hier könnte ich vielleicht noch ein Kettenglied reinmachen, das nicht so gespannt ist. Toll die Drucks, hier das Kennzeichen vorne, dann diese Windschutzscheibe, ich habe es euch schon gesagt, auch die Lufteinlässe auf den Motorhaubenelementen, also hier wie hier, die hätte man ja wahrscheinlich so hochklappen können. Alles gedruckt, kommt cool daher. Diese Schlafaugen hier auf den Scheinwerfern und ja, sonst die Bautechnik ziemlich simpel, aber ziemlich cool. Hier abgeteilt, die Abteilungen möchte ich sagen, genau. Das Teil weiß ich gar nicht, ob es da drauf gehört. Ich habe es einfach drauf genoppt. Sieht aus wie eine kleine Ölkanister-Geschichte oder irgendwie sowas. Ich habe es einfach aufgenoppt. Kann auch sein, dass das so den Figuren da in die Hand gehört. Ja, hier auch ein bisschen, ja, die Schutzbleche sind ein bisschen labberig und ja, geben nach. Vielleicht war es im Echt auch so. Hier hinten genau das gleiche. Sind sehr, sehr wackelig, aber meine Güte, das stört mich gar nicht. Und dann hier hinten haben wir halt ja, die Pessanik, das Verdeck von diesem Fahrzeug sowie die Abgasanlage. Von unten schön gebaut hier. Wir bauen wieder typisch Kobi mal so quer. Das gefällt mir mit am besten immer, wenn wir einfach auf der Seite liegend bauen. Und da seht ihr die Aufhängungen der Räder. Also das hat dann immer auch ein bisschen technischen Flair. Das gefällt mir. Ein cooles Teil. Ein cooles Teil für zwischendurch. Wieder ein Fahrzeug mehr für unsere Afrika-Sammlung. Also mir hat es Spaß gemacht zu klemmen. Ich habe wirklich eigentlich keine Schwäche. Über Preise rede ich ja nicht. Historische Akkuratität, ja gut. Maßstab, ja gut. Aber sonst so gefällt mir dieses Sonder-Kfz 10. Ich packe es an die Seite, Freunde. Es gibt gleich nochmal ein paar Detailfotos und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, während ihr hier nochmal ein paar Details bekommt zur 2272, erinnert euch nochmal daran, dass die 2273 nur das Sonder-Kfz 10 sein wird. Also vielleicht seht ihr dieses Video ja irgendwo beim Shop, vielleicht bei buildingbricks.de oder bei Modbricks. Das sind ja beides Freunde von mir, beziehungsweise die Inhaber, die auch oft meine Videos verlinken. Vielleicht seht ihr dann dieses Video halt auch beim 2273, obwohl die Küche dann ja fehlt. Und eine Figur und das Tromborium. Die Fische zum Beispiel. Ja, aber Thema Küche. Ich habe es am Anfang des Videos ja schon erwähnt. Ich habe ja eine aus Restklemmbausteinen, eine Feldküche gebaut, ein Custom Mock, so nennt man das ja so schön. Infos zur Feldküche erzähle ich dort natürlich im Speedbild. Findet ihr oben auf dem i, falls ihr auch nochmal ein paar Fakten zur Feldküche haben wollt. Ich denke, es ist immer ganz interessant. Ich wollte es nicht beides zusammenpacken. Heute halt mal das Sonder-Kfz 10 und im Video davor halt bei der Küche, bei der Custom-Küche, die Fakten zur Küche. Ja, euch jetzt viel Spaß bei meinen letzten Worten, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ja, Freunde, fertig zum Abwasch. Das Video ist zu Ende. Unsere Feldküche ist ausverkauft, wollte ich schon sagen. Also es gibt keine Suppe mehr. Obwohl es ja in irgendeinem Schlager heißt, es ist noch Suppe da. Egal, nicht bei mir. Freunde, es hat Spaß gemacht zu klemmen. 58 Minuten für das kleine Teil war ein Snack so zwischendurch. Ich habe es euch vorhin schon gesagt. Was sagt ihr? Hat diese Feldküche ihre Daseinsberechtigung? Wärt ihr auch hier eher der Fan der Executive Edition oder sagt ihr, nee, mir reicht einfach hier das Sonder-Kfz 10? Wirklich für mich das Highlight ist hier wirklich die kleine Küche. Das Fahrzeug auch cool natürlich, aber so in der Kombination, lecker Kobi, perfekt, für mich genau das Richtige. Also schreibt mir eure Meinung dazu mal unten runter in die Kommentare, würde mich freuen. Und dann, Freunde, gibt es zum Nachtisch noch eine kleine Bitte an euch. Daumen hoch, Daumen runter, abonniert den Kanal vielleicht und wenn ihr ihn abonniert habt, drückt mal bitte auf die Glocke, denn dann verpasst ihr auch kein Video mehr hier. Der Algorithmus, der möchte ein bisschen gestreichelt werden, damit der Kanal hier wächst und ich euch immer mehr tolle Videos, zum Beispiel zum Thema Kobi, bieten kann. Ja, Freunde, also das war's jetzt. Es gibt nichts mehr. Die Küche ist geschlossen. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.